Heute habe ich ein neues Video für euch. Es geht heute um mein Fury Cosplay und ich werde euch einige der Schritte hier in meinem Video zeigen und einiges näher erläutern. Bald folgen noch weitere Tutorials, ihr dürft also gespannt sein. Angefangen habe ich wie bei jedem Projekt mit den Vorlagen. Danach habe ich alles auf das Warbler übertragen. Nachdem ich die Warbler-Basis ausgeschnitten habe, folgen die Details aus Foam. Diese werden dann anschließend auf die Warbler-Basis geklebt und nochmal mit Warbler ummantelt. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch bald in einem neuen Tutorial-Video. Fury war jede Menge Schleifarbeit, denn nicht nur die Warbler-Teile bedurften einer Nachbearbeitung, sondern vor allem die 3D-gedruckten Teile. Da hieß es für mich viel Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen und so weiter. Neben Schleifpapier kam auch mein Dremel zum Einsatz. Dieser eignet sich besonders gut, Warbler-Kanten zu glätten und kleinere Rührfehler auszugleichen. Zur Befestigung habe ich neben Klickverbindungen vor allem Magnete verwendet. Auch dazu folgt noch mehr Input für euch. Um meine Rüstung möglichst glatt zu bekommen, habe ich neben Spritzspachtel vor allem Filler und Spachtelmasse verwendet. Achtet hier aber bitte unbedingt auf eure Gesundheit und tragt beim Sprühen einen geeigneten Mundschutz. Bei einigen Warbler-Teilen habe ich die Sandwich-Methode verwendet und den Foam in 2 Lagen Warbler eingeschlossen. Die beiden Warbler-Teile werden erwärmt, das Foam darauf gelegt und die Kanten mit einem Modellierwerkzeug herausgearbeitet. Anschließend werden die überstehenden Kanten nochmals erwärmt und dann abgeschnitten. Solange beide Warbler-Schichten aktiviert sind, gibt es beim Schneiden direkt eine saubere Kante. Danach bringe ich das Warbler, solange es noch warm ist, direkt in die richtige Form und füge anschließend noch einige Details hinzu. Die Kanten glätte ich wieder mit meinem Dremel. Bei Fury habe ich neben dem 3D-Druck auch viel mit Warbler und Foam gearbeitet. Dabei habe ich den Foam entweder direkt auf das Warbler geklebt und nach dem Bearbeiten nochmals ummantelt oder, wie auch bei dem Kragen, eine Sandwich-Methode verwendet. Beim Ummanteln der Details aus Foam ist es sehr wichtig, dass das Warbler immer warm genug ist. Denn so könnt ihr vermeiden, dass es sich nicht gut formen bzw. richtig anpassen lässt. Sobald ihr merkt, dass sich das Material nicht mehr richtig verarbeiten lässt, erwärmt es einfach erneut. Durch die Spachtelmasse lassen sich in den 3D-Drucken Unebenheiten und Vertiefungen ausbessern. Sie härtet sehr schnell aus und lässt sich danach ganz einfach schleifen. Ich arbeite beim Schleifen mit verschiedenen Körnungen. Am Anfang verwende ich eine grobe Körnung, am Ende nur noch eine sehr feine. Die Spachtelmasse lässt sich ebenfalls sehr gut für Warbler verwenden und erfolgt auf die gleiche Weise wie beim 3D-Druck. Um die Brustplatte zu erstellen, habe ich mich ebenfalls für Warbler entschieden. Um die Cups für die Brustplatte zu erstellen, verwende ich 2 Hälften einer Acrylkugel. Um zu verhindern, dass das Material an dem Kunststoff haften bleibt, verwende ich hier Frischhaltefolie. Danach schneide ich mir ein Stück Warbler zurecht, welches ungefähr die Größe der Kugel hat, erwärme es und passe es an die Rundung der Kugel an. Überstehende Kanten schneide ich ganz einfach mit einer Schere ab. Bemalen ist mein liebster Teil beim Cosplay, denn dort hauche ich den einzelnen Teilen Leben ein. Für Fury habe ich mit sehr vielen verschiedenen Silbertönen gearbeitet.
Für die erste Schicht habe ich hauptsächlich Airbrush oder Sprühfarbe verwendet. Anschließend trage ich mit einem Stück Stoff oder meinen Fingern verschiedene Silbertöne und Highlights auf. Mit schwarzer Acrylfarbe setze ich zusätzliche Schatten und arbeite Vertiefungen weiter heraus. Zwischendurch heißt es natürlich immer wieder grundieren, spachteln, schleifen und so weiter. Dabei werden 3D-Drucke und Worbler sehr ähnlich bearbeitet. Beim Worbler verwende ich zu Beginn 1 bis 2 Schichten Spritzspachtel. Danach ist die Verarbeitung dieselbe. Um größere Unebenheiten und Lücken auszugleichen und den Kristall auf meiner Brustplatte zu modellieren, verwende ich in diesem Fall Warblers Deco Art. Beim Arbeiten mit Warblers Deco Art ist es wichtig, dass ihr etwas Wasser dazu benutzt. Das erleichtert die Verarbeitung und die Oberflächen sind sehr leicht glatt zu streichen. Für alles andere verwende ich auch hier wieder meine Spachtelmasse. Neben dem Bearbeiten und der Erstellung der einzelnen Teile habe ich die fertigen immer direkt angemalt und fertiggestellt. Zusätzlich zu den Armschienen ist auch die Rüstung für den Schuh eine Kombination aus Worbler und 3D-Druck. Auch hier habe ich mich ebenfalls für die Sandwich-Methode entschieden. Beim Bemalen geht es oft darum, viel auszuprobieren und zu kombinieren. Die Brustplatte zum Beispiel hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, da ich 5 verschiedene Farben verwendet und sehr viel rumprobiert habe. Wenn mir etwas nicht gefallen hat, habe ich es einfach wieder übermalt und nochmal versucht. Mit dem Endergebnis bin ich dann sehr zufrieden gewesen. Um meine 3D gedruckten Fingerparts an meinen Handschuh anzupassen, habe ich diese einfach erwärmt und an die Form meiner Finger angepasst. Danach habe ich sie mit Kraftkleber an den Handschuh angeklebt. Die größeren Armorparts habe ich mit Klepp befestigt.
das war's. Danke, dass ihr euch das Making-of angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie bereits erwähnt, folgen bald weitere Videos und Tutorials zu Fury. Außerdem findet ihr einen Link mit einer Übersicht der verwendeten Materialien in der Infobox. Solltet ihr Fragen haben, so lasst sie mir gerne in den Kommentaren. Und zum Schluss gibt es dann noch 2 schöne Bilder von meinem fertigen Fury Cosplay in Zusammenarbeit mit Terobis Arts. Bis zum nächsten Video!